Du bist dir unsicher, ob du wirklich auf Linux wechseln sollst, weil alle sagen, da laufen deine Windows-Programme und Spiele eh nicht? Ganz ehrlich, das ist so nicht ganz richtig. Mit Wine und Wine-Tricks kannst du eine Vielzahl von Windows-Anwendungen auch auf Linux nutzen und das erstaunlich gut. Viele haben Angst vor dem Terminal, aber glaub mir, das brauchst du nicht. Ich zeige dir Schritt für Schritt, wie du Wine sauber auf Debian installierst, ganz ohne Fehler und Chaos. Und danach kannst du sogar deine Lieblingsspiele von GOG oder deine alten Windows-Tools ganz einfach direkt unter Linux nutzen. Also keine Angst vor Linux oder dem Terminal. Lass uns anfangen. Als erstes werden wir uns an die Deinstallation von Wine machen, wenn ihr schon Wine installiert. Wenn ihr Debian frisch installiert habt, habt ihr noch kein Wine drauf. Dann könnt ihr schon zum nächsten Kapitel bzw. zum Kapitel der Installation springen. Wir drücken die Windows-Taste, schreiben Terminal. So. Und dann schauen wir mal, welche Wine-Version und ob wir überhaupt Wine auf dem System installiert haben. Wir schreiben rein Wine Version. Und wir sehen, wir haben Wine 10 installiert. Und das werden wir jetzt komplett löschen. Ich werde euch zeigen, an welche Punkte wir rangehen müssen. Ich klicke hier oben drauf, dann gehe ich in den Datei Explorer. Wir haben, wenn wir Wine schon installiert haben und Wine einmal ausgeführt haben, haben wir hier unten einen Ordner, der nennt sich .wine. Wenn ihr diesen nicht seht, dann schaut erstmal hier, ob ihr die verborgenen Dateien angezeigt habt. Weil alle Ordner mit einem Punkt davor sind nicht sichtbar, wenn ihr das ausgeschaltet habt. Das sind meistens Systemordner bzw. Konfigurationsordner oder wie man sie auch nennen will. Diesen Punkt haben wir. Dann öffne ich nochmal ein neues Fenster hier drin und dann gehen wir hier oben drauf, damit wir da was reinschreiben können. Und da machen wir ein /etc und dann apt. Und in diese zwei Ordner müssen wir jetzt rein. Da sind nämlich schon Keyrings, Sicherheitszertifikate von Wine drin. Die müssen wir jetzt erstmal rauslöschen, damit wir wirklich eine saubere Entfernung von Wine haben. Dazu gehen wir in den Terminal, schreiben rein sudo rm. Das sudo ist dafür da, dass ihr mit den Root-Rechten das Ganze löschen könnt, weil wenn wir hier reingehen, können wir diesen nicht löschen. Wir können ihn nicht aussteigen, wir können nicht verschieben, wir können ihn auch nicht löschen. Deswegen machen wir das hier über den sudo. Man könnte es auch über den Root-Account machen. Ich habe ein Short-Video, wie ihr auf Debian bei einer Neuinstallation die sudo-Rechte für euren Benutzer bekommt. So, aber wir fahren fort. rm etc apt Keyrings und dann mit einem doppelten Tab können wir das Objekt raussuchen, was wir löschen wollen. Das machen wir jetzt. Dann geben wir das Root-Passwort ein und jetzt ist die Datei weg. Dasselbe machen wir auch hier unter Source List. Wir können mit der Pfeiltaste nach oben zurückgehen an unseren letzten Befehl und da schreiben wir rein source list.d und dann Doppeltab und wir haben die Datei, die wir löschen wollen. So, und wenn wir jetzt da reingehen, dann ist auch dieser Ordner leer. Das ist gut. Dann clearen wir unseren Terminal, dass wir eine saubere Ebene haben. Dann schreiben wir rein sudo apt remove --purge, um wirklich alle Dateien, alle Restdateien wegzubekommen von Wine. Wir werden danach ein Auto-Remove starten, um noch übrig gebliebene Dinge zu löschen. So, dann machen wir das purge Wine. Jetzt schauen wir mal, was wir haben. Wine Stable, Wine Tricks. Wir werden alles mit Wine löschen. Wine Sternchen und mit -y bestätigen, dass er das auf jeden Fall machen soll. Jetzt löscht er alle
Dinge, die mit Wine zu tun haben. Jetzt schauen wir noch, ob Wine-Tricks auch deinstalliert wurde. Wine-Tricks --Version hat er auch deinstalliert. Das ist gut. Das läuft super. So, dann schauen wir noch, beziehungsweise clearen das Terminal, machen sudo apt auto remove. Jetzt deinstalliert er noch Bibliotheken oder sonstiges, die wir jetzt momentan nicht mehr brauchen, die von keinem Programm mehr gebraucht werden, die von Wine installiert wurden. So, nach dieser Deinstallation clearen wir wieder den Terminal, dass wir eine saubere Ebene haben. Und jetzt als letztes schauen wir noch, ob wir noch in den dpkg-Packages noch irgendwelche Restkonfigurationen von Wine haben. Macht euch keine Sorgen über die ganzen Befehle. Es geht alles einfach sauberer und schneller, wenn man sich im Terminal ein bisschen auskennt. Aber dafür bin ich da, um euch das zu zeigen. Wir schreiben rein dpkg -L, dann ein Strich nach unten, grep und Wine. Genau, das ist die Architektur für die i386 Geschichten, also die 32-Bit-Geschichten. Die können wir eigentlich installiert lassen, das ist gar nicht so schlecht. Das brauchen wir jetzt nicht löschen. So, clear. Und als letztes holen wir uns den Ordner .wine. Ihr solltet euch, wenn da noch Sachen installiert sind von euch irgendwie über andere Programme, dann solltet ihr eventuell diesen Ordner nicht löschen. Aber der Sauberkeitshalber werde ich diesen Ordner jetzt auch löschen. Ich werde euch zeigen, wie ihr ihn dann wieder als Prefix einfügen könnt. Wir schreiben rm-rf, dann ein Tiltezeichen, damit wir in unseren persönlichen Ordner gehen, dann Schrägstrich und .wine. Und damit ist dieser Ordner auch gelöscht. Damit haben wir die Deinstallation perfekt entfernt und ich würde sagen, wir starten jetzt mit der Installation. Das erste, was wir brauchen, ist einen Explorer bzw. ein Internet Explorer. Ist ja egal welchen ihr halt nutzt. Ich nehme jetzt Firefox. Das Ganze ist ein bisschen langsam auf der VM, aber das stört uns jetzt erstmal nicht weiter. Dann gehen wir auf winehq.org. Dann bekommen wir diese Seite. Und jetzt müssen wir ein paar Befehle einfach nur kopieren. Jetzt müssen wir sie nicht selber schreiben, sondern einfach nur kopieren. Wir gehen auf Download und machen jetzt im Prinzip alles, was uns hier gesagt wird. Wir suchen erstmal unser Betriebssystem aus, Ubuntu, Debian, Fedora. Für andere gibt es natürlich auch Hinweise. Man kann auch immer googeln, wenn man irgendwelche Probleme hat, beziehungsweise Fragen hat, wie ob man es auf Pop! OS oder sonstiges installieren kann. Für alles findet man eigentlich im Internet Anlaufstellen. Wir haben Debian, wir klicken jetzt hier drauf und dann machen wir alles, was hier im Prinzip drin steht. So, das ist das, was ich vorher gesagt habe mit der i386. Wir kopieren uns einfach mal den Befehl, fügen ihn hier ein. Wir klicken in den Terminal und drücken Strg Shift und V. Dann können wir das einfügen. So, dann ist das schon mal erledigt. Jetzt müssen wir herausfinden, welches Debian wir auf dem System haben. Und das machen wir mit dem hier. Wir schreiben cat /etc/os-release und dann wird uns angezeigt, welches Debian wir nutzen. Und zwar ist es das Trixie. Das ist für unten wichtig und dann geht's weiter. Da wir jetzt schon den Ordner erstellt haben mit den Keyrings von Wine, brauchen wir das jetzt nicht mehr machen. Habt ihr eine komplette Neuinstallation, dann macht bitte auch das, weil wir haben den Ordner ja schon. Dann kommen wir hier unten zu dem Weg Get und das lädt uns jetzt den Key für die Archive runter von Wine. Wir fügen ihn wieder ein mit Strg und Shift V. Dann drücken wir Enter. Jetzt hat er das runtergeladen. Jetzt schauen wir mal schnell in dem Ordner.
etc apt keyrings und wir sehen, er hat sie runtergeladen. Vorher war der Ordner leer. Hier kommt jetzt auch noch was rein in die Source List. Das sehen wir auch gleich. Wir scrollen mal hier nach unten und jetzt brauchen wir hier den Namen unserer Version, auf der wir arbeiten. Da wir herausgefunden haben, dass wir auf Trixie arbeiten, wählen wir hier den Punkt Trixie aus, kopieren einfach diesen Befehl, der kopiert uns bzw. lädt die Source List aus dem Internet herunter und fügt sie dann in den Ordner ein. So, jetzt müsste im Ordner etwas aufgetaucht sein und das ist es, WineHQ Trixie Sources. Das sind, wenn man es aufmacht mit einem Texteditor, ist das der Pfad, worauf wir nachher auch über unsere apt-install zugreifen. So, dann war es das auch schon. Dann schreiben wir sudo apt update, um alles hereinzubekommen, um wirklich diese, man sieht es hier, Trixie Release, Trixie und WineHQ. Jetzt haben wir die auch in unseren Repositories und können damit arbeiten. So, dann sind wir hier unten und jetzt können wir uns einen Branch auswählen und zwar, ob wir den Stable nehmen. Der wird immer mal wieder, der wird geupdatet, wenn die neuen Versionen sauber laufen. Dann gibt es den Development Branch, der ist aktueller, aber eventuell fehleranfälliger und der Staging ist noch fehleranfälliger, aber noch neuer. So, dann schreiben wir sudo apt install. Ihr könnt auch einfach den Befehl kopieren. --install -recommends wine HQ -stable. So, jetzt machen wir ja. Ich hätte auch ein -y dazu schreiben können, dann hätte er mich gar nicht gefragt, ob ich das will. Aber wenn ihr euch sicher seid, könnt ihr immer ein -y dahinter setzen, aber macht mich nicht für Fehler verantwortlich. So, jetzt wird das Ganze installiert und das dauert ein bisschen. So, nachdem diese Installation durchgeführt ist, müssen wir jetzt Winetricks installieren. Das ist eventuell bei frisch installierten nicht ganz so einfach. Ich habe jetzt gerade meine Datei ein bisschen manipuliert, damit ich euch sagen kann, was ihr machen müsst. Wir clearen wieder den Terminal. Dann schreiben wir sudo /etc /apt und dann halt, da vorne fehlt noch was, nano und dann sources.list. Da gehen wir jetzt rein und jetzt haben wir hier die Spiegelserver, auf die wir zugreifen, um unsere Repositories zu updaten bzw. Programme zu installieren. Da fehlt jetzt nämlich was, damit wir auf Winetricks zugreifen können. Und zwar, hier sehen wir Trixie Main Non-Free Firmware. Wir müssen jetzt zwischen Main oder hinter Non-Free, das ist eigentlich relativ egal. Ich schreibe es jetzt hinter Main, ein Leerzeichen machen, contrib, und das müssen wir jetzt alles hier einfügen. Auch hier contrib. Schreibe immer contrib, warum auch immer. So, contrib. Und auch hier unten contrib. Das immer ein Leerzeichen zwischen dem Main und dem Non-Free da ist. So, auch hier contrib. Dann drücken wir strg S und strg X, um wieder in unser normalen Terminal zu kommen. Und dann machen wir nochmal ein sudo apt update, damit er auch die Repositories bekommt.
Und jetzt schreiben wir rein sudo apt install wine-tricks-y, damit er uns nicht fragt und es direkt installiert. So, dann ist das alles installiert. Clear. So, und jetzt gehen wir in unseren persönlichen Ordner. Hier ist ja jetzt der .wine-Ordner nicht mehr ansässig. Den werden wir jetzt uns erstellen, und zwar indem wir jetzt reinschreiben wine cfg. Und jetzt wird der Wine-Ordner erstellt. Wir sehen es hier unten. Ist er wieder da. Jetzt wird nämlich die virtuelle Umgebung bzw. die Windows-Umgebung in diesem Ordner erstellt. Und jetzt haben wir hier die Wine Configuration. Da könnt ihr jetzt einstellen Windows 2.0, 3.1, 2000, 10, 11, 7, wie auch immer. Und für manche Spiele ist eventuell hier etwas nötig, damit ihr hier etwas einfügt. Das kann man sich meistens aus dem Internet irgendwo herziehen, die Information. Man kann virtuelle Bildschirme erstellen, Audio, welche Geräte da sein sollen, wie auch immer. Das haben wir jetzt erstmal nur gedrückt. Was ich euch noch zeigen kann, ist hier zum Beispiel Laufwerke. Ihr könnt jetzt ein neues hinzufügen, zum Beispiel D. Ich habe einen virtuellen Ordner für, ich sage jetzt mal, Tausch zwischen virtueller Maschine und meinem Hauptcomputer. Dann gehe ich hier auf Durchsuchen, gehe auf Home, Debian. Und dann habe ich hier wird Download, den kann ich jetzt hier anwählen. Dann ist das Laufwerk D dieser Ordner, dass ich immer darauf zugreifen kann. Dann drücke ich auf Anwenden und auf OK. Dann ist unser Setup erstmal abgeschlossen. Und jetzt zeige ich euch noch einen weiteren kleinen Trick. Wenn wir auf Wine Tricks und dann Explorer, dann bekommen wir eine Art Windows Explorer, in dem wir uns bewegen können und auch Sachen installieren können. Wenn ich jetzt hier auf Arbeitsplatz gehe zum Beispiel, sehe ich hier, wie gesagt, D, und da habe ich bestimmte Windows-Programme drin. Das erste, was ich euch jetzt zeigen will, ist, ich mache jetzt nochmal diesen Explorer zu. Es gibt nämlich zwei Möglichkeiten, Programme zu installieren. Das ist folgendermaßen, und zwar, ich drücke jetzt STRG und C, um das hier zu beenden. Wenn ihr in sowas hängen bleibt manchmal, dann drückt einfach STRG und C und dann kommt ihr wieder an den Terminal. So, und dann schreiben wir Clear. Und jetzt installieren wir mal Notepad++, das habe ich in meinem virtuellen Ordner. Und zwar folgendermaßen, wir schreiben Wine, dann den Ordner, entweder, wenn ihr seht ja, wo ihr drin seid, wenn wir jetzt in Downloads zum Beispiel, CD Downloads, dann würde das, was ich jetzt gleich mache, nicht funktionieren. Und zwar, ich schreibe jetzt mal rein, Wine, und dann wird Download, gibt's nicht. Kann ich mit Tab, komme ich auch nicht weiter. Dann muss ich den kompletten Pfad, wenn ich ihn kenne, schreiben, und zwar den Tilde, um in unseren persönlichen Ordner zu kommen, / wird Download. Und dann komme ich da nämlich hin. So. Das ist immer wichtig zu wissen, wenn ihr jetzt, wie ich, mit CD in den persönlichen Ordner geht, dann reicht es, wenn ich schreibe Wine wird Download. Und dann habe ich das da drin. Und mit Doppeltab kann ich sehen, was da drin steckt. Und dann installiere ich mal npp mit der Exe-Datei. Wir sehen es, es ist eine Exe-Datei. Sollte ja auf Linux nicht funktionieren. Und wir drücken Enter. So, und jetzt bekommen wir den Installer von Notepad++. Dann klicken wir einfach weiter, annehmen, C. Das ist jetzt folgendermaßen, das funktioniert jetzt folgendermaßen, wenn wir jetzt hier in unseren Wine-Punkt gehen, .wine, dann haben wir hier Drive Z, dann gehen wir da rein und hier ist im Prinzip wie bei Windows unsere Ordner-Hierarchie mit allem möglichen Gelöts drin. Das sehen wir auch gleich, da wird sich gleich Notepad++, wir sehen es hier, C, Programmfiles. Wenn wir auf C gehen, Programmfiles, dann wird sich hier gleich Notepad++ manifestieren. Wir drücken auf Weiter, Create a Shortcut on Desktop, Yes.
Und wir sehen, Notepad++ ist installiert, damit ihr auch seht, wo die ganzen Ordner und Installationen hingehen. Und wir führen es gleich aus. Und wir sehen, Notepad++ ist installiert. Manchmal kann es sein, dass ihr Probleme mit den Fonts hier habt. Das könnt ihr ändern, indem wir schließen das Ganze jetzt nochmal, ihr könnt neue Dateien, ihr könnt alles machen, ihr könnt anfangen zu programmieren. Funktioniert also einwandfrei. So, jetzt stecken wir da wieder, strgc und wir sind wieder im Terminal. Clear. So, für Spiele ist es sehr wichtig, Winetricks zu haben. Denn die brauchen bestimmte DLL-Files oder sonstige Geschichten. Und dazu wird eventuell auch noch ein Video kommen. Wann, weiß ich noch nicht, aber es wird mit Sicherheit eins kommen. So, dann machen wir Winetricks. Und jetzt schreiben wir dahinter, was wir installieren wollen. Wir können jetzt mal Winetricks so starten, um zu sehen, was wir damit machen können. Wir können hier zum Beispiel ein Programm installieren. Okay, und da sind dann ganz viele Programme drin, die wir installieren können. Wenn ihr wisst, wie die Programme heißen oder sonstiges, was ihr braucht, das sieht man meistens auf zum Beispiel ProtonDB für Games. Oder auch, wir können hier DLLs installieren. Kann man gucken, was für DLLs brauchen wir. Oder man kann Schriftarten installieren. Man kann Wine-Einstellungen ändern. CFG, Regedit, man kann im Prinzip alles machen. Das, was ich vorher mit Winetricks Explorer gemacht habe, kann man hier auch machen. Aber das machen wir jetzt nicht. Wir drücken jetzt Abbrechen. Abbrechen und sind wieder drin. Und dann schreiben wir rein Winetricks, Leerstelle, Core Fonts. Und damit installieren wir jetzt die Standard Windows Fonts, um mit denen arbeiten zu können. Dann kann es sein, dass sich dadurch das Erscheinungsbild der Programme, Spiele, wie auch immer, zum Besseren ändert. Es geht im Endeffekt nur darum, wirklich zu wissen, okay, was kann ich machen, wie arbeite ich im Terminal, etc. So, die Installation der Fonts ist abgeschlossen. Clear. Und dann habt ihr die Core Fonts von Windows installiert in eurer virtuellen, ich sage jetzt mal virtuellen Windows-Umgebung. Dann kommt der Punkt. Wie kann man es noch installieren? Es gibt zwei Möglichkeiten, wie gesagt. Einmal das Wine, Leerstelle, exe. Oder wir schreiben jetzt wieder Winetricks, Explorer. Jetzt öffnet sich wieder der Ordner hier, beziehungsweise der Explorer. Dann gehen wir auf Arbeitsplatz. Da ich ja jetzt den D-Ordner erstellt habe und hier meine Installationen drin sind, kann ich jetzt hier, ich habe mal The Curse of Monkey Island gewählt, um das zu installieren, von GOG, und installiere das Ganze jetzt wie ganz normal auf Windows. Und das sollte demnächst auch laufen. Ich sage gleich im Vorhinein, es gibt bei mir momentan Probleme mit der, mit der virtuellen Maschine, weil er die Maus nicht richtig einfangen kann. Deswegen kann es sein, dass bei mir jetzt gleich die Maus nicht funktioniert. Da habe ich aber auch einen kleinen Fix für. Aber auf normalen Systemen sollte das eigentlich nicht passieren, weil es hier wirklich um das Mauseinfangen in der virtuellen Maschine geht. Das will Virtual Machine Manager nicht so ganz machen. Manchmal macht das nicht und das ist etwas komisch. So, und jetzt können wir starten. Und wir können hier Monkey Island spielen. Ich kann jetzt hier draufklicken. Ganz normal. Man sollte in der Aufnahme auch den Sound hören. Ich habe jetzt keine Kopfhörer auf, deswegen höre ich jetzt gerade gar nichts. Ich mache einfach mal Escape und gehe gleich auf F1. Und hier sehen wir, ich kann die Maus nicht bewegen. Aber wenn ich jetzt Alt-Enter drücke, dann habe ich es im Fenstermodus und kann das Bild hier oben in die Ecke ziehen und kann es vergrößern bis auf den letzten Punkt grob, und dann kann ich hier meine Maus auch bewegen und ich kann es ganz normal spielen. Das sollte eigentlich, wie gesagt, auf normalen Systemen nicht passieren. Machen wir hier zur Sicherheit die Musik aus.
wie gesagt, das sollte nicht passieren. So, F1, dann kann ich das Ganze wieder schließen. Alles funktioniert einwandfrei. So, und was ich jetzt gesagt habe, noch mit den anderen Prefixes. Ihr könnt euch jetzt einen Ordner erstellen. Das macht Heroic Game Launcher auch so. Ich werde auch Videos über die Game Launchers erstellen. Das ist viel einfacher jetzt, als das Ganze hier per Hand einzutippen. Mir ging es nur darum, dass ihr lernt, wie man sich im Terminal einigermaßen bewegt. Und dass ihr wisst, was ihr tun könnt, beziehungsweise was ihr tut, um sicher zu sein, was ihr installiert und was nicht. So, genau. Und jetzt kann ich mir hier zum Beispiel in meinem persönlichen Ordner nochmal einen Ordner erstellen für Games. Dann gehe ich da nochmal rein, mache da auch nochmal einen neuen Ordner. Und zwar, keine Ahnung, .wine prefix Games. So. Und jetzt kann ich mit Wine, wenn ich im Terminal wieder bin, hier ist jetzt der Ordner leer, Wine Prefix eingeben, gleich, Anführungszeichen, muss nicht unbedingt, aber wenn man zum Beispiel Leerstellen in den Ordnern hat, sollte man das Ganze wirklich so machen, dann funktioniert das auch besser. Jetzt gebe ich ein, Tilde, also für meinen persönlichen Ordner, / Games / Wine Prefix /Games und Wine CFG. Jetzt hat er das gerade nicht gefunden, das ist komisch. Machen wir nochmal. Ich mache jetzt mal die Anführungszeichen weg. Genau. Games. Wine. Genau, das habe ich jetzt. Und Wine CFG. Jetzt hat das. Manchmal ein bisschen komisch, vielleicht habe ich auch was falsch geschrieben. Weiß ich jetzt auch nicht so genau, aber ihr seht, es funktioniert auch. Jetzt haben wir hier ein eigenes Wine-Prefix, nur für irgendwas anderes. So, und hier ist das Laufwerk auch wieder weg, weil ich ja hier nichts installiert habe. Und ihr könnt das Ganze, wenn ihr das nochmal so eingebt, auch hier dann Wine Tricks und dann Explorer, Wine Tricks, nicht Wine Trick. Und auch hier, das ist immer, nicht wundern, das sind eure Desktop-Verknüpfungen, die ihr auf dem Hauptsystem habt. Das hat hier mit nichts zu tun. Hier sehen wir auch bei D ist nichts drin. C und Programmfiles ist auch hier leer. Das heißt, hier ist das Notepad++ nicht. Wenn ich jetzt hier wieder das Ganze beende, gehe wieder in den normalen Wine-Prefix, ich gehe zurück und schreibe rein Tilde / Wine Tricks Explorer, startet er mit dem zweiten Explorer, Arbeitsplatz, da ist auch wieder mein D und hier in den Programmfiles ist das Notepad++ und natürlich auch GOG Games und Monkey Island. Dann würde ich sagen, war's das für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war lehrreich. Wenn ihr was nicht verstanden habt, schreibt es in die Kommentare. Dann kann ich auf solche Sachen gerne nochmal eingehen. Und wie gesagt, wenn euch das Video geholfen hat, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Abo da oder einen Daumen hoch. Ihr dürft auch beides machen. Kein Problem. Ich würde mich freuen. Und schreibt einen Kommentar, wie gesagt, für Feedback, wenn ihr was nicht verstanden habt. Man kann über alles reden. Und wenn ihr Probleme habt, dann kann ich direkt auf dieses Problem eventuell auch in einem Video eingehen. Das war's von mir. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Bis dann.